Let's go. Oh, Memory is full. Ich würde mal sagen, willkommen zurück bei Videogems. Willkommen zurück zum Fighting Friday. Aber Memory is full, ist mir vollkommen egal, ich werde ja nicht speichern. Freunde, heute habe ich was Besonderes für euch. Ein Spiel, das wahrscheinlich keine Sau kennt. Erstmal, ich wähle den Special Mode. So. Und zwar zeige ich euch heute Suiku Enbu. InVision Interactive. Das Spiel ist eigentlich von Data East. Da. Leider auch schon länger nicht mehr da, die Firma. Suiku Enbu ist logisch ein Fighting Game. Hier gibt es nur Fighting Games beim Fighting Friday. Es erschien ursprünglich in der Spielhalle 1995, lief dort auf dem Sega Titan Board. Also, das Sega Titan Board ist eine Hardware, die im Grunde ein Sega Saturn ist. Und so verwundert es nicht, dass das Spiel auch für Saturn umgesetzt wurde. Die Version zeige ich euch hier. Allerdings den Special Mode. Das Spiel ist ein bisschen anders ausbalanciert. Es gibt Bonuskampf und einen zusätzlichen Kämpfer. Und es gibt Desperation Moves, also Super Moves, die man machen kann, wenn man wenig Energie hat. Jedenfalls, das Spiel wurde auch für PlayStation umgesetzt. Es ist auch bekannt als Outlaws of the Lost Dynasty. Das müsste allerdings der US-Titel sein in der Spielhalle. Die Saturn-Version erschien in den USA auch Ende 95, allerdings unter dem Namen Dark Legend. Ja, fragt mich nicht warum. Es gibt auch einen Nachfolger, ich weiß jetzt nicht genau wie der heißt, halt Suiku Enbu bla 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 bla. Das ist sozusagen eine stark verbesserte Fassung von der Saturn-Version. Erschien auch nur für Saturn, soweit ich weiß. Vielleicht gibt es auch eine PlayStation-Fassung, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Und das habe ich leider nicht. Das habe ich auch jahrelang aus den Augen verloren. Ich habe dieses Spiel hier Anfang der 2000er gekauft und habe das oft gespielt. Und ihr müsst euch vorstellen, Anfang der 2000er, ich habe nichts über das Spiel gewusst, ja. Das lasse ich alles mal so. Blood on, Weapon on, ja. Und das Spiel ist komplett auf Japanisch. Also sogar die Namen sind auf Japanisch. Und ich habe nicht mal gewusst, wie die Kämpfer heißen. Und das Internet, ja, es gab natürlich Internet zu der Zeit, aber es war nichts zu dem Spiel zu finden. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich glaube, in der Anleitung, da standen Special Moves drin, aber das war's dann auch. Also das Spiel, auch was die Features angeht, das war teilweise ein großes Mysterium für mich. Was es aber auch so ein bisschen ausgemacht hat. So, das ist der Held, ich habe vergessen, wie er heißt. Hier so ein alter Magier mit einem Dämon. Und hier sind so 3 Brüder, die sind alle sehr ähnlich. Aber ich nenne ihn hier Busho. Und jetzt kann ich mir auswählen, gegen wen ich kämpfe. Naja, das ist eigentlich fast egal, denn alle sind sehr unangenehm, wenn man später gegen sie kämpft. Und ihr werdet gleich schon sehen, es sieht so ein bisschen aus wie ein Neo-Geo-Spiel. Es hat auch einen Zoom. Es erinnert sehr an Golden Axe The Duel. Es läuft lustigerweise ja auch auf dem Sega Titan Board. Und wenn ihr euch jetzt fragt, von den Figuren her und der Name Suiku Enbu, ja, es erinnert an eine andere große Spielereihe. Das Spiel basiert auf einem der 4 klassischen chinesischen Romane. Zack, so, ihr seht, Juggle-Kombos gibt es. Und die 4 chinesischen Romane zack. Die 4 chinesischen Romane sind die Reise nach Westen, ihr wisst schon hiermit, Son Goku, Sun Wukong, der Affenkönig, der mit dem Mönch Sanzo nach Indien reist. Oh, shit.
Dann die 3 Reiche. Also hier, ne, die streitenden chinesischen Reiche. Das ist ja auch recht bekannt. Dann, ich glaube, die Rote Kammer oder so ähnlich. Ne, wie hieß denn das nochmal? Die Kammer? Ich weiß es nicht mehr. Naja, und der 4. klassische chinesische Roman ist Die Räuber vom Liangshan Moor, worum es darum geht, dass ausgestoßene Räuber, Banditen, Gesetzlose sich gegen die Regierung auflehnen und an der Zahl sind es 108. 108? Suikoden? Richtig. Suikoden basiert auch darauf, natürlich stark verändert, aber Suikoden und Suikoden basieren beide auf Die Räuber vom Liangshan Moor. Ich habe auch mal versucht, den Roman zu lesen. Der ist zweigeteilt. Unfassbare Seitenanzahl. Und ich habe den ersten Teil ganz gut geschafft. Und den zweiten habe ich so bei 2/3, glaube ich, aufgehört. Da war es mir dann zu viel. Ist halt, auch wenn es eine deutsche Übersetzung ist, logischerweise, aber sehr altertümlich geschrieben. Und kein leichter Stoff, um es mal so zu sagen. So, der ist furchtbar, der Typ, weil man trifft ihn so schlecht. Schade. Oh. Ein Feature ist noch, ihr seht, ne, man hat Waffen. Zack. Ach Mann, da kam der Jump Cancel nicht. Man hat Waffen, die man verlieren kann. Ihr seht unten diese Leiste, diese Schwertleiste. Das ist die Blockleiste. Wenn man zu viel blockt, verliert man die Waffe und wird gestunt, aber man kann sie auch wegwerfen. Und dann hat man ein völlig anderes Moveset, das aber auch sehr gut sein kann. Und es gibt auch Desperation Moves, die werde ich gleich mal zeigen. Also wahrscheinlich komme ich dazu, die zu zeigen, weil, weil die Gegner halt, Alter, immer krasser werden. So, da habe ich meine Waffe weggeworfen. So, das war mein Special, der hat aber nicht getroffen. So, das ist ein cooler Special. So ein Reka. So, bam. Also, ohne Waffe habe ich nämlich so einen Reka-Move, also so ein Schlag-Kombo. Ich kann einen weiteren Command-Throw machen, den ich aber nicht schaffe. Ich bin zu blöd dafür. Ich spiele auch hier mit einem Joypad, nicht mit einem Stick. Und ich habe Zugriff auf einen meiner Desperation Moves, wenn ich keine Waffe habe. Den habt ihr gerade gesehen. Ich mache so einen Uppercut und dann schleife ich den Gegner über den Boden. Mein anderer Desperation Move, der ist nicht so geil, den kann man machen, wenn man eine Runde verliert und dann noch eine Waffe hat. Und direkt, wenn man verliert, muss man alle Schlagknöpfe gedrückt halten. Also wie bei Street Fighter, man hat 3 Schläge und 3 Kicks. Und wenn man die 3 Schläge gedrückt hält, wenn man verliert, dann macht Busho direkt am Anfang der Runde, schon bevor es losgeht, feuert er so eine Energiewelle auf den Gegner. Es zieht allerdings nicht viel ab. Sehr coole Stage, coole Musik. Man kann übrigens so eine Art Parry machen, allerdings geht das nur schade. Bei Projektilen, auf die man drauf springen würde. Also wenn jetzt ein Projektil gefeuert wird und ich springe, dann könnte ich dann Parry machen sozusagen. Ground Bounce nutzt der Gegner Gott sei Dank nicht. Ja, es gibt sehr viel Juggle States in dem Spiel. Also es ist einiges hier möglich. Es ist nur ein bisschen langsam. Könnte ein bisschen schneller sein, das Spiel. Da, jetzt habe ich den Parry versucht, hat nicht geklappt. Und man kann Short Hops machen.
wie bei King of Fighters. Da habt ihr gerade gesehen. Das ist natürlich gut für Kombos. Aber ich bin einfach zu schlecht dafür. So, schöner Juggle-Kombo. Das ist so mein Standard. Also mittleren Kick unten. Oder ich glaube, den Combo kann man auch starten mit einem harten, geduckten Schlag. Da muss man allerdings nah am Gegner sein. Dann diese Art Uppercut. Diese Art Uppercut. Mein Gott, Leute, ich kann nicht mehr reden. Und dann ist der Gegner halt, ne, ist in der Luft, wird gejuggelt. Dann diesen Axe-Kick hinterher. Und dann ist er im nächsten Juggle-State. Ja, und dann kann ich zum Beispiel hinterher springen oder so. Oder ich glaube auch nochmal den Axe-Kick machen. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann auch sein, dass, wenn ich im richtigen Timing die Waffe werfe, den Gegner dann nochmal treffe. Und manchmal ist er dann gestunt. Und, also ich weiß es nicht mehr. Es gibt halt irgendeine Stun-Kombo mit der Waffe. Und ich meine, das geht so, aber als ich es gestern ausprobiert habe, ich habe es halt lange nicht mehr gespielt, da hat es nicht funktioniert. So, das ist einer von diesen 3 Brüdern, die ich eben erwähnt habe. Ah. Die sind alle relativ ähnlich. So, der Air Throw, stimmt, den kann ich auch da reinmachen. Bam, und... Oh, nein! Blauer Bildschirm. Ja, das ist halt mein Saturn-Kabel. Spinnt gerade ein bisschen, ihr seht's. Ich weiß nicht warum, aber ich werde mal live das Kabel fixen. Na? Also Freunde, ich nehme jetzt seit 2 Tagen diverse Saturn-Spiele auf und hatte nur einmal das Problem, ganz kurz. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Wir hören uns gleich wieder. So, es tut mir leid. Ihr seid live dabei. Mehr oder weniger. Ja, es ist nicht unbedingt das Kabel. Das Kabel ist relativ neu, das Saturn-Kabel. Habe ich erst vor einigen Jahren gekauft. Bei Retro Gaming Cables. Es ist halt der Saturn, es ist der Eingang. Und der spinnt schon sehr lange. Aber es gibt Tage oder Wochen, da habe ich keine Probleme. Und wie gesagt, ich nehme seit 2 Tagen diverse Saturn-Spiele auf. Und ja, gestern mal ganz kurz und jetzt sowas. Ich hoffe, das war's jetzt. Da habt ihr gesehen. Das war der Combo, den ich erwähnt habe. Der war gestunt nach dem Waffenwurf und dann habe ich den Reka Ken gemacht. So, jetzt ist allerdings... Ich glaube, das Bild spinnt wieder. Die Farben stimmen nicht. Die Farben stimmen nicht, ihr seht's. Obwohl, jetzt geht's wieder, oder? Freunde, es tut mir leid, was soll ich sagen? Aber eben sah es sehr nach Grünstich aus. Ausgerechnet jetzt. Das ist ja unfassbar.
Aber cool, hat wenigstens der Combo geklappt. Wäre natürlich fett, wenn ich den Desperation Move hätte machen können. Wäre das natürlich noch krasser gewesen. Aber wie der Name sagt, es ist eine Verzweiflungstat. Und den Move kann man nur machen, wenn man nur noch, ich weiß nicht, 10-20% Lebensenergie hat. Und wie bei jedem Fighting Friday sage ich auch hier, ich lege es jetzt nicht darauf an, das Spiel durchzuspielen. Ich muss noch mal gerade gucken, was haben wir auf der Uhr hier? Ich kann das kaum sehen. Okay. Ja, ich lege es nicht darauf an, das durchzuspielen. Das ist der nächste Bruder. Er greift mit einem Schleim an. Oh, Mist. Da wollte ich eigentlich auch einen Tick-Throw machen. Jetzt ist wieder ein Grünstich, oder? Das sah doch eben nicht so aus. Da, jetzt ist wieder ein normales Bild. Ja, Freunde, ich kann mich nur immer wieder entschuldigen. Alter, Cross-Up. Oh, wow, wow, wow. Zum Glück hat der nicht getroffen. So, habe ich eigentlich schon eine Runde verloren, weil den Bonuskampf kriegt man nur, wenn man keine Runde verliert. Oh. Was? Das ist ein... Das ist natürlich sehr unangenehm. Dieser beschissene Zoner. Komm her. So. Ist aber auch wirklich nicht leicht. Also die Gegner werden nachher ja sehr fuchsig, muss ich sagen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Es gibt hier ein Mädel mit den 2 Schwertern. Gefühlt jeder Move von ihr ist ein Anti-Air. Also damit, mit jedem Move gefühlt kann die dich aus der Luft abfangen. Und sie hat eine gute Reichweite, also es ist sehr schwer an sie ranzukommen. Jetzt kommt der Große, der ist auch cool. Was ich eben sagen wollte, der Nachfolger, ja, erschien glaube ich nur für Saturn, auf jeden Fall nicht in der Spielhalle. Und der hat auch Bonuskämpfer von Fighters History dabei, einem anderen Data East Fighting Game. Und den habe ich damals aus den Augen verloren. Und ja, was soll ich sagen? Oh, kein Juggle State. Und jetzt habe ich den aber wieder so ein bisschen auf dem Schirm. Und jetzt hätte ich ihn gern wieder. Ist auch nicht super teuer. Aber ja. Trotzdem, jetzt gerade will ich kein Geld ausgeben. Aber den muss ich mal im Auge behalten. Und dann werde ich den, falls ich den dann irgendwann habe, euch auch auf jeden Fall zeigen. Nein! Ich wollte doch einen Wurf machen. Würfe sind halt sehr oldschool hier. Oh, das ist sein Desperation Move, glaube ich. Oh, nein. Würfe sind sehr oldschool, wie bei Street Fighter 2, ne? In der Nähe vom Gegner. Einfach vorwärts harter Schlag oder mittlerer Schlag. Und ja. Insofern kommt oftmals unabsichtlich raus. Wer den Wurf als erstes eingibt, der gewinnt anscheinend. Also es ist nicht so, dass man sich befreien kann. Was soll ich sagen? Das Spiel erschien 95. Also das ist
Ja, wir haben Desperation Moves und wir haben Juggle-Kombos, eine Blockleiste. Das ist schon relativ modern, aber vieles weitere, oder auch hier die Short Hops, die es gibt, aber vieles weitere, da ist das Spiel halt sehr oldschool. Und was die Würfe angeht, zum Beispiel, so ich glaube, das ist der Typ mit den Seis. Der kann auch unangenehm werden. Aber die Stage ist, glaube ich, ganz cool. Okay, nee. Ist der Typ mit den Seis, aber die Stage ist nicht so cool. Oh ja, endlich hat er geklappt. Das war mein Command Throw. Bam, perfekt. Geil. Command Throw. Mein Bread and Butter Combo und dann einfach ein Wurf und das war's. Aber trotzdem, man darf den nicht unterschätzen. Ja, genau wegen sowas. Er kann sich nämlich teleportieren. Und er ist flink. Alter. So, nämlich. So, ich glaube, jetzt bleibt noch dieser Hühne mit den 2 Äxten. Der erinnert mich sehr an irgendeinen Samurai Showdown-Kämpfer. Und ich glaube, das Mädel. Beide sehr unangenehm. Und würde ich das Spiel empfehlen? Also, oh Gott, das Bild wieder. Oh Gott, nein, das ist noch einer der Brüder. Der hässliche. Oh nein. Das ist auch, da sind diese 3 Brüder, die spielen sich nicht alle ähnlich, aber die haben eine gewisse Überschneidung in den Moves, sie haben dieselbe Stage. Und ich denke mir, warum? Und die sehen scheiße aus, meiner Meinung nach. Die sind scheiße designt. Ja, und er greift mit Getier an. Warum habe ich da nicht getroffen? Boah. Das ist sein Desperation Move, soweit ich weiß. Uiuiui. Also gut, dass ich so einen Schaden mache. Deswegen nehme ich auch Busho immer. Ich mag auch den Helden des Spiels. Also es gibt viele coole Kämpfer hier mit vielen Möglichkeiten. Ihr seht's ja. Ich mag das Spiel sehr. Es gab mal eine Zeit, da habe ich es nicht so gemocht. Ich glaube, da hatte ich es einfach besser in Erinnerung. Aber Busho hier... Ja, danke. Ach ja, man kann auch einen Taunt machen übrigens. Das ist doch nicht sein Desperation Move. Man kann auch Dizzy faken. So. Da hat er gesehen, mein Taunt. Also ja, es gibt Möglichkeiten. Aber trotzdem bleibt das Spiel relativ oldschool. Das sieht nicht gut aus. Nein, warum kam denn... Habt es hier eben gesehen? Ich habe meinen Move gemacht für die Waffe. Ja, ich habe auch keine Waffe mehr. Und der kam auch raus. Aber, aber ich habe ihn nicht getroffen. Scheiße. Wollte ich einen Command Throw machen? Natürlich wirft er mich.
Oh. Macht hier den Blanker. Alter, what the fuck, Fick. Na toll. Ich glaube, das wird nichts, Freunde. Naja. Bin ich noch gestunt. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt aus der Ecke komme und es schaffe, einen Desperation Move zu machen, dann habe ich ihn. Gut, den Bonuskampf können wir vergessen. Das ärgert mich. Hätte ich den eben getroffen mit meiner Waffe, dann wäre es das gewesen. Der wäre vielleicht gestunt gewesen, dann hätte ich den Reka-Kombo gemacht und da hätte ich schon gewonnen. Oh, jetzt das Kabel. Hey, Freunde der Nacht. Ich werde nicht mehr. Jetzt habe ich hier einen Blaustich. Ich kümmere mich gleich darum, sobald ich auf Pause stellen kann. Wie gesagt, tagelang kein Problem. Gestern mal ganz kurz und jetzt auf einmal spackt es rum. Jetzt, wo ich hier aufnehme und dazu laber. Das nervt mich mehr als jetzt irgendwie einen verlorenen Kampf. Na, jetzt ist es aber wieder korrekt. Guck mal, was das abzieht. Ich muss nur damit treffen. Naja. Dieser Typ, ey. Nur mit dem Bread and Butter Combo treffen. Zieht ihm 60% ab. Könnte so einfach sein. Was war das? Habt ihr das gesehen? Warum war das ein Anti-Air? Da schon wieder. Aber diesmal habe ich dich. Diesmal habe ich mit meiner Waffe getroffen. Er hat einen Hit-Trade gemacht, eben auch. Da war ein Hit-Trade, aber ich habe mit der Waffe nicht getroffen. Also so unangenehm war der bei den 2 Testspielen nicht. Das lässt ja Böses erahnen für die nächsten beiden, die noch kommen. Ich hoffe, es sind nur 2. Oh nein, gegen Busho noch. Natürlich, mein Klon sozusagen. Coole Stage, coole Musik. Aber ja, und der Computer, der macht wirklich sehr gern den Command Throw. Wir haben ihn ja jetzt schon einmal gesehen, aber es kann sein, dass wir ihn jetzt noch öfter zu Gesicht kriegen, zu gesehen. Guter Deutsch. Oh. Nein, da kam der nicht raus. Shit. Alter.
Was? Was war das denn? Okay, jetzt liest er meine Eingabe und hat für alles den passenden Konter parat. Komm her, du. Das war natürlich ein bisschen blöd, aber gewonnen. Ich hatte so wenig Energie, ich glaube, ich hätte, als er gestunt war, als er Sternchen gesehen hat, hätte ich, glaube ich, schon einen Desperation Move machen können. Das war natürlich jetzt ein unnötiges Risiko. Direkt, wo er aufgestanden ist, ein Desperation Move, weil den kann man blocken, das ist kein Wurf. Und er hätte zum Beispiel mich werfen können. Und ich glaube, dann wäre ich auch hinüber gewesen. Also, das war jetzt ein bisschen Glück. Aber sah cool aus. Genau, das ist dieser Hühne mit den 2 Äxten. Die Stage ist leider, finde ich, nicht so gelungen vom Motiv her. Sie ist ganz schön gepixelt, wie fast alles hier. Aber, ja, man ist halt auf dem Dach von einem Haus und da seht ihr, da ist so ein Innenhof. So. Und der Innenhof, das sieht schon ganz cool aus. Ach, shit. Nein! Der war gestunt. Das hätte ich wissen müssen. Weil, der hatte keinen Juggle State. Als ich ihn mit dem Uppercut getroffen habe, konnte ich ihn nicht juggeln. Und das bedeutet, dass er eigentlich gestunt ist. Das war natürlich sehr dumm gerade von mir. Oh ja, jetzt kommt der Move. Der sieht ganz cool aus. So ein bisschen schade, dass kein richtiges Blut spritzt. Ich meine, das Spiel wurde natürlich oft mit Samurai Showdown verglichen. Warum treffe ich den denn nicht? Aber es spielt sich überhaupt nicht wie Samurai Showdown. Jedenfalls wie die meisten Teile. Samurai Showdown, ich sag mal 1 bis 3, das sind ja relativ langsame Spiele. Es gibt kaum Kombos. Ne, da kommt es auf die Fuzis an. Da muss man abwägen, wann man welche Attacke macht und so weiter und so fort. Und das mag ich sehr an den Spielen. Und das ist hier überhaupt nicht so. Das ist hier eine Mischung eher aus Street Fighter mit so ein paar Features von SNK-Spielen. So, jetzt kommt das Mädel, von dem ich erzählt habe, mit den 2 Schwertern, wo quasi jeder Move gefühlt einen aus der Luft fischt. Sehr unangenehm. Und sie ist natürlich sehr schnell. So, es war klar, dass sie da was machen wollte. So, machen wir kurz einen Prozess. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Glück. Diese Welle auf dem Boden muss man übrigens unten blocken. Das ist nicht wie die, sag ich mal, Power Wave von Terry Bogard in Fatal Fury.
Natürlich trifft er nicht. Nein, wieso? Auch keine Waffe mehr. Ich mach gerade alles falsch. Ich komme nicht rein. Alter. Boah, da hatte ich aber Glück. Ich habe sehr viel falsch gemacht. Einmal kam der Rekka-Kombo nicht raus. Nee, zweimal. Einmal nicht zu Ende geführt und einmal kam er gar nicht raus. So, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war's an den normalen Kämpfern. Was sagt denn das Tacho? Ja. Und ich meine, also ja, wir haben Runden verloren, wir haben Credit verloren. Bonuskampf gibt es nicht, leider. Aber ja, ich glaube, jetzt kommt der Endboss, der Kaiser. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe, weil lange nicht gespielt. Letztens beim Probespiel bin ich zu ihm gekommen. Aber ehrlich gesagt hat mich dann die Lust verloren. Ich bin gewillt, ihn zu schlagen, aber er ist halt nicht einfach. Ist auch okay, er ist der Endboss. Boah. Nein! Ich habe einen Wurf gemacht. Ja, natürlich, da hätte ich eher den... Oh. Nein! Ah. Keine Ahnung, warum er mich da getroffen hat. Er liest jetzt wieder meine Eingabe. Aber schönen Schlag in die Fresse. Aber das war natürlich noch lange nicht alles. Jetzt kommt seine Super Saiyajin Form. Ja, jetzt geht's los, Freunde. Ja. Hier klappen Fuzis auch überhaupt nicht bei ihm. Warum auch immer ich nicht getroffen habe, ich weiß es nicht. Da auch... Ey, jetzt klappt auch wieder überhaupt nichts mehr. Sobald es darauf ankommt, versage ich. Ich versuch's jetzt mal ganz lame. So. Ich denke mir, lass ihn einfach kommen.
Die ganze Zeit versuche ich Jump-Ins, Cross-Ups, Kombos. Nee, unterbindet er alles. Ich glaube, das war's. Habe ich ihn wirklich beim ersten Versuch gepackt? Das habe ich gestern nicht geschafft. Da habe ich sein Spiel mitgespielt gerade, aber also ne, in der Form, aber jetzt nicht. Verloren. Wie ein Sailor Moon Bösewicht. Ja, und hätte man es geschafft, bis zu ihm zu kommen, ohne eine Runde zu verlieren, gibt es so einen Bonuskampf gegen einen Recken auf einem Pferd, den man nur mit Special Moves verletzen kann, und man hat irgendwie nur 20 Sekunden oder so Zeit. Also ganz kurios. Ganz kurioser Bonuskampf. So, aber ich glaube, das war auch der Kaiser. Muss mal gerade gucken hier. Was sagt denn das schlaue Internet zu dem? Nee, ist der König. Der König von Liangshan, der von den Toten auferstanden ist. Ja, okay, was auch immer. So, jetzt haben wir hier wieder einen Blaustich oder was? Na, ist auch egal. Jetzt ist es mir egal, weil jetzt läuft der Abspann. Suiko Enbo, also, damals mochte ich es sehr, auch wenn ich vieles nicht kapiert habe. Ne, wie gesagt, alles, was ich hatte, war die Anleitung, die komplett auf Japanisch ist. Genau wie das Spiel. Und im Internet war so gut wie nichts zu finden. Das ist heute zum Glück anders. Und ja, ich mochte das Spiel sehr, ich habe es viel gespielt. Und dann hatte ich es jahrelang nicht gespielt. Und dann wollte ich wirklich mal eine Folge Videojams dazu machen, habe es eingelegt und dachte, irgendwie nicht mehr so geil. Und dann ist es mir aber gestern wieder eingefallen. Und ich dachte, komm, das lege ich jetzt mal rein. Das wäre doch eigentlich was Schönes für den Fighting Friday, denn das kennt keine Sau. Und da hatte ich wieder Spaß. Und jetzt gerade hatte ich auch viel Spaß. Es kostet auch nicht die Welt. Also ich weiß nicht, was die PlayStation-Version kostet. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die US-Fassung, ne, Dark Legend für Saturn, relativ teuer ist, wie viele amerikanische Saturn-Spiele. Aber die japanische Version, die kriegt man, also nicht unbedingt für ein Apfel und ein Ei, aber mit 20, 30 Euro müsste man dabei sein. Und den Nachfolger, nochmal, den habe ich ja leider nicht, der müsste auch so 30, 40 Euro vielleicht kosten. Und wenn man sich nicht sicher ist, wie gesagt, das ist ein Spielhallenspiel, das auf dem Sega Titan Board läuft und es gibt Mittel und Wege, das mal auszuprobieren, sagen wir mal so. Ja, mir gefällt's. Das ist kein Knaller, es ist sehr oldschoolig zum Teil, ihr seht's, und es reißt keine Bäume aus, ja. Das Spiel hat fast nichts, ich kann da nicht speichern, hat fast nichts, also kein Alleinstellungsmerkmal, jetzt mal davon abgesehen, dass es auf die Räuber vom Liangshan-Moor basiert. Und ja, gut, vielleicht das mit den Waffen, wobei bei Samurai Showdown kann man die Waffen nicht werfen. Aber war das nicht bei Ninja Masters so? Ninja Masters mag ich auch sehr gern. Ich erinnere mich gerade nur nicht daran, ob es dieses Feature da gab. Naja, ist ja auch Wumpe. Ihr versteht, was ich sagen will. Ich mag Suiko Enbo. Gut, Freunde, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wurdet vielleicht auch informiert. Und dann lesen, schreiben und hören wir uns beim nächsten Fighting Friday oder bei einem anderen Video oder im Stream. Ich verabschiede mich. Bis dann.